Schönen guten Tag. Also am Anfang können Sie sich gerne vorstellen. Mein Name ist Frank Philippzig und ich bin viele Jahrzehnte schon in der Abwasserbranche tätig, in verschiedenen Positionen und die letzten 2 Jahrzehnte als leitender Angestellter im kommunalen Bereich und habe dort ausschließlich die Mitarbeiter geführt und war mit der Problematik des Abwassers vom Kanalnetz bis zur Kläranlage betraut. Wo, warum und wie setzen Sie Lipasan ein und bei welcher Problemstellung? Die Problemstellung ergibt sich aus den fetthaltigen Abwässern, die wir sehr, sehr häufig in dem kommunalen Bereich anfinden und beginnend an Pumpstationen bis über die Druckrohrleitung, Kanalnetz und bis zur Kläranlage. Und der Schwerpunkt liegt hier auf die fetthaltigen Abwässer in den Pumpenvorlagen und dort wird auch sehr häufig Lipasan eingesetzt, um diese fetthaltigen Abwässer bzw. Schwimmschlammschichten gezielt zu bearbeiten. Dankeschön. Welche Probleme sind damit für die Anlageteile und der Abwasserbehandlung verbunden? Die Probleme sind sehr vielschichtig, die durch die fetthaltigen Abwasser entstehen. Ich möchte an der Stelle nochmal auch auf die Bildung einer Sielhaut speziell an Druckrohrleitungen, aber auch an den Vorlagebehältern richten und die zu bestimmten Strömungsproblemen dann führen und somit das erste Problem darstellen, aber insgesamt sind es natürlich viel mehr Probleme, die durch die fetthaltigen Abwasser auftreten. Ich möchte da den Fokus auch schon mal auf die Bildung von H2S richten, wo wir Probleme dann in der weiteren Abwasserbehandlung haben, bis hin zum Arbeitsschutz und der Umweltschädigung. Welche Probleme treten am häufigsten durch Fette in Abwasseranlagen auf? Am häufigsten sind die Probleme beim H2S zu sehen, dass wir hier einen Säurebildner haben, der schwerpunktmäßig zu Korrosion an Bauwerken, an metallhaltigen Armaturen führt und bis hin auch zu den Problemen im Arbeitsschutz, weil H2S ein giftiges Gas ist und die Entstehung somit auch eingedämmt bzw. verhindert werden muss. Was verursacht H2S im Abwasser genau und welche Gegenmaßnahmen können Sie nennen? Also genau entsteht durch H2S eine schweflige Säure bzw. die Schwefelsäure und dadurch entstehen Korrosionen am Beton, an den Metallteilen, an den Pumpen. Das ist ein Kriterium, was verhindert werden muss, weil dadurch die Lebenszeit der technischen Anlagen verringert wird, somit auch Kosten verursacht, aber wie gesagt auch schon anfangs die Arbeits- und Lebensbedingungen direkt von betroffen sind und die Mitarbeiter hier die Möglichkeit bzw. das verhindert werden muss, dass sie mit H2S in Kontakt geraten. Die Abwasserbehandlung selber ist natürlich auch ein Schwerpunkt, wo H2S, wenn H2S nicht beseitigt wird im Abwasser, ist es umso schwieriger, die Inhaltsstoffe, die Parameter alle im Folgeprozess in den Kläranlagen dann zu beseitigen. Wie wende ich Lipasan F an und wie wirkt und funktioniert es? Lipasan F ist von der Anwendung recht einfach. Der Hersteller gibt da ganz klare Hinweise und Anweisungen, wie Lipasan eingesetzt wird. Die Mengen sind unterschiedlich, je nach Größe der betreffenden Anlagenteile und Mengen, die dort bearbeitet werden, also Mengen vom Abwasser und Mengen von Fett. Somit wird da die Konzentration des Lipasan entsprechend abgemessen und der technische Aufwand ist sehr gering
und auch was an Arbeitszeit und Handling von den Mitarbeitern dazu beigetragen wird, ist wirklich überschaubar und ist ein sehr einfacher Prozess und man benötigt auch nur wenig technisches Equipment, um den Prozess und die Wirksamkeit von Lipasan F erfolgreich durchzuführen. Welche Folgen hat der Einsatz von Lipasan F? Der Einsatz von Lipasan F hat sehr positive Folgen für die weitere Abwasserbehandlung. Hier sind die verschiedenen Schritte zu nennen, die bei der Fettspaltung durch Lipasan F hervorgerufen werden, nämlich zwei Teilschritte, die Fettsäuren und das Glycerin, was entsteht, ist in der Folge für die Abwasserbehandlung ein wertvoller und wichtiger Nährstofflieferant und führt somit eigentlich zur optimierten weiteren Abwasserbehandlung in dem gesamten Prozess und dient letztendlich als Kohlenstoffquelle für eine ideale Nährstoffverteilung im biologischen Abwasserprozess und verbessert letztendlich die Abwasserreinigung. Wie und warum entsteht H2S in Abwasseranlagen? H2S entsteht dann, wenn Fette im Abwasser vorhanden sind und die Abbauprozesse durch Mikroorganismen, die im Abwasser enthalten sind, die Fette in verschiedenen Teilabschnitten abbauen. Voraussetzung dafür sind aber anaerobe Verhältnisse und somit ist die Grundvoraussetzung gegeben, dass bei den Abbauprozessen über verschiedene Teilabschnitte dieses H2S, also sprich Schwefelwasserstoff, entstehen kann. Diese H2S-Bildung ist ein großes Hindernis in der weiteren Bearbeitung, wie ich das schon anfangs erwähnt habe. Und Lipasan ist ein innovatives Produkt, was dort erfolgreich diese Bildung von H2S bzw. Auflösung von den fetthaltigen Produkten erwirkt. Was ist die Hauptursache für die H2S-Bildung? Die Hauptursache für H2S-Bildung sind die anaeroben Verhältnisse in der Pumpenvorlage unterhalb der Schwimmschlammdecke. Dadurch, dass es zu keinem Sauerstoffaustausch mehr kommen kann, ist hat sich ein spezielles Milieu gebildet in diesem anaeroben Zustand und den Abbauprozessen der Mikroorganismen entsteht über verschiedene Teilabschnitte H2S und man kann das verhindern, indem man die Schwimmschlammdecke dann mit dem Lipasan auflöst und wieder einen Luftaustausch herstellt. Welche Folgen hat H2S im Abwasser und in Abwasseranlagen? Ja, die Folgen sind auch sehr vielschichtig und weitreichend. H2S führt zur Bildung einer Säure und diese Säure führt zu Korrosion an verschiedenen Bauwerken, also vom Material her Betonbauwerke, metallhaltige Bauwerke, Druckrohrleitungen, Armaturen und das Problem setzt sich dann auch bis hin zur Kläranlage fort und verringert durch die Korrosion an den verschiedenen Anlagenteilen und Materialien verringert die Lebensdauer dieser Teile und erhöht dadurch natürlich auch erheblich die Kosten. Vielen lieben Dank, dass Sie uns die Fragen beantwortet haben. Sehr gerne.